Saji Peki Choji Metoda Rira Peshini Degen Badi Sangye Shingdu Mikte Wabadi Toke Namda Shinga Jabasho Om Idam Guru Ratna Mandala Kamiyataya Sangye Shananda Chancho Padu Dagni Gyapsuchi Dagi Shinzo Gipe Sonamki Drola Penche Sangye Druparasho Dagi Shananda Chancho Padu Dagni Gyapsuchi Dagi Shinzo Gipe Sonamki Drola Penche Sangye Druparasho Dagi Shananda Chancho Padu Dagni Gyapsuchi Dagi Shinzo Gipe Sonamki Drola Penche Sangye Druparasho Simja Panja Duminde Tendu Ninja Sindi, then Dagoshi Nashi, Ejutin Dagoshi Nashi, in this center or Chanka race. So I was discussing last evening the methods for being able to develop compassion, which is the wish for everyone to be free from all their problems and suffering. And this is something that you have to train and purify your heart to be able to develop such an attitude. Ich habe gestern Abend über die Methoden gesprochen, wie wir Mitgefühl entwickeln können. Das ist der Wunsch, mögen alle Wesen frei sein vom Leiden. Und um diese Haltung zu entwickeln, müssen wir unser Herz reinigen. And the attitude with which you wish everyone to be happy is what is called love. Und die Haltung, mit der wir wünschen, dass alle glücklich sein mögen, die nennen wir Liebe. Then we all wish to be happy, but most people do not really know the way to become happy, and therefore they get themselves in difficult situations, uncontrollably recurring situations, which just involve a great deal of problems, and so they don't have the happiness that they wish. So it's very important to develop a strong feeling and attitude of wishing others to be happy. And the way that you train is to first think in terms of you wishing yourself to be happy, then for your mother to be happy, your father. You train further and further, thinking of friends, enemies, and then wishing everybody to be happy. And this is the manner upon which you meditate on love. Alle Menschen wollen glücklich sein, aber sie kennen die Methode nicht, mit der sie Glück erlangen können, und so geraten sie immer wieder in Probleme, in unkontrollierbar sich wiederholende Probleme, und es gelingt ihnen also nicht, das Glück, das sie anstreben, zu erlangen. Jetzt sollten wir versuchen, den Wunsch zu entwickeln, erstmal selber glücklich zu sein, und dann sollten wir darüber nachdenken, dass unsere Mutter glücklich sein möge, dann unser Vater, dann unsere Freunde, alle unsere Bekannten, dann unsere Feinde, und schließlich sollten wir den Wunsch entwickeln, dass alle Wesen glücklich sein mögen, und auf diese Art und Weise diesen Wunsch aufbauen in uns, dass alle Wesen glücklich sein mögen. Und das nennt man dann die Meditation über die Liebe. Then, in addition, you need to develop a sense of universal responsibility with which you feel that you take the responsibility and feel that I am actually going to do something to bring happiness to everyone. I'm actually going to try to solve everybody's problems and take them out of whatever difficult situation they're in. And so you need this exceptionally strong state of mind, which is known as a state of exceptional resolve, that you resolve to do it yourself. Wir sollten dann dieses allumfassende Verantwortungsgefühl entwickeln,
mit dem wir erkennen, dass wir, oder mit dem wir sehen, dass wir selbst die Verantwortung auf uns nehmen wollen, alle Wesen glücklich zu machen, alle Wesen aus dem Leid zu befreien und alle Wesen zur Erleuchtung zu führen. Und diese Haltung der allumfassenden Verantwortung, die nennen wir die große Entscheidung, Erleuchtung zu erlangen zum Wohle aller. But even if we develop this exceptional resolve with which we feel that I'm going to bring happiness to everyone, I'm going to help eliminate everyone's problems, nevertheless, when we examine ourselves, we don't really have the ability to be able to do this. We can't really bring happiness to everyone, we can't really solve everyone's problems. Und auch wenn wir diese außergewöhnliche Haltung entwickeln, allen Menschen Glück zu bringen und alle Menschen oder alle Wesen aus dem Leiden zu befreien, von ihren Problemen zu befreien, wenn wir uns dann anschauen, dann sehen wir, dass wir dazu nicht in der Lage sind. Wir sind nicht in der Lage dazu, die Probleme aller Wesen zu lösen. Wir sind nicht dazu in der Lage, alle Wesen zum Glück hinzuführen. If we ask who does have the ability to do this, it's only someone who is totally clear-minded and fully evolved, someone who has reached their fullest potential, namely a Buddha. Therefore, if we achieve the state of a Buddha ourselves, then we will fully be able to help everyone. Wenn wir uns fragen, wer dazu in der Lage ist, dann sehen wir, dass es nur jemand ist, der einen völlig klaren Geist hat, der völlig entwickelt ist, der sein Potenzial vollkommen entfaltet hat, nämlich ein Buddha. Und dann sehen wir, dass eben nur ein Buddha in der Lage ist, diese Aufgabe zu übernehmen. And this is something that we can actually accomplish on the basis of this precious human life that we have. We actually can become a fully enlightened Buddha. Therefore, the attitude with which we dedicate ourselves fully to others and to reaching the state of a Buddha in order to be able to help everyone is what is known as the dedicated heart of Bodhicitta. Wir sind in der Lage, dieses Ziel zu erlangen, da wir dieses kostbare Menschenleben haben. Auf der Basis dieses kostbaren Menschenlebens können wir uns vervollkommnen und den Stand eines Buddhas erreichen und somit alle Wesen aus ihren Problemen befreien, alle Wesen aus ihren Problemen heraushelfen und sie zum Glück führen und sie zur Buddhaschaft führen. Once you actually develop this attitude of a dedicated heart, then of wishing to achieve enlightenment for the benefit of all, there are great benefits which follow. Wenn wir dieses große Herz entwickeln, diesen Wunsch, Erleuchtung zu erlangen zum Wohle aller, wenn wir dieses hingebungsvolle Herz an andere erlangt haben, dann ist das eine sehr große Errungenschaft. It is said that to develop this dedicated heart, even for one moment, has far greater benefits than if you were to offer the entire world full of jewels and gold and diamonds to the Buddha. Es heißt, diese Haltung auch nur für einen Moment zu entwickeln, also diese Haltung des hingebungsvollen Herzens an alle Wesen, diese zu entwickeln, hat mehr Bedeutung, ist positiver, als das ganze Universum voller Juwelen, Gold und Diamanten den Buddhas zu opfern oder hinzugeben. If you were to simply offer one flower with the dedicated heart,
feeling that you are doing this in order to achieve enlightenment, to be able to benefit everyone, and you do it therefore with the intention of this being for the benefit of all beings, then the positive potential built up by it is proportionate to this aim. It's equal to, in size, to all beings. Wenn wir auch nur eine einzige Blume darbringen mit dem Wunsch, möge ich Erleuchtung erlangen zum Wohle aller Wesen, wenn wir also diese Blume schenken mit dem Denken an alle Wesen, dann ist das die positive Energie, die wir dadurch schaffen, die entspricht proportional der Menge aller Wesen. 산지 고방 탑에서 이미 작년으로 야고 이게 이면 대리님의 공부난 걸 기와 강제하거든. 이 신도를 했는데 그도 있으니까 못들나요. If when you wake up in the morning, you first of all feel how fortunate you are not to have died during the night, that you woke up and are still alive, and then you dedicate yourself, your heart for the entire day, feeling that whatever type of positive things I do, may this be for the benefit of everyone, then whatever positive actions and constructive things you actually do during the day will be carried along by the force of this positive energy and your dedication in the morning. And even if you don't have this thought at other times during the day, still your entire day will be carried along by this great positive energy that you build up with this strong intention in the morning. Wenn wir morgens aufwachen und uns an unserer kostbaren menschlichen Existenz freuen, wenn wir uns darüber freuen, dass wir noch am Leben sind und dann die Motivation entwickeln, mögen alle positiven Handlungen, die ich an diesem Tage begehe, allen Wesen Nutzen bringen, dann werden alle Handlungen, die wir an diesem Tag begehen, eben in diese Richtung wirken. Und selbst wenn wir diese positive Motivation des Morgens den Tag über nicht mehr erinnern, so werden trotzdem alle positiven und aufbauenden Handlungen, die wir während des Tages begehen, von dieser Motivation getragen oder gefärbt sein. Therefore, to have a dedicated heart as your motivation is extremely important. Dieses hingebungsvolle Herz als unsere Absicht oder unsere Motivation zu entwickeln, ist von daher sehr, sehr wichtig. kondatari imen kondatari rangi kunjul tarjechen dene rangi chawatamje sunjana pemba samba sambu chungdona eni kawaya bokon daringi nanga gilam kharchayne tisumja tamji cheto sangi kumanto gyurunoi shama eni gyurunoi sanyiyangi kawaya kuche samba stangi na digonda ni dia eni kawalno yores. At the end of the day, you should re-examine your behavior, everything you've done during the day, and you should see that, for instance, if you have acted very positively during the day and been very constructive, you should feel very happy about that, and you should then dedicate the potential which has been built up by this actually for your achievement of enlightenment and for your ability to help everyone. You should dedicate the positive energy for the benefit of all beings. And then when you go to sleep, you should likewise set the strong intention that tomorrow I am also going to act in a very positive way. I'm also going to work towards enlightenment. I'm going to work to be able to benefit all beings. And if you go to sleep with this attitude, then again this positive energy will carry through throughout your entire period of sleep, and that as well will be something positive. Am Abend sollten wir dann unseren Tag durchgehen und unsere Handlungen erforschen, die wir während des Tages begangen haben. Und wenn wir positive, aufbauende Handlungen am Tag begangen haben, dann sollten wir uns darüber freuen und sollten die positive Energie, die dadurch entstanden ist, der Erlangung der Erleuchtung zum Wohle aller Wesen widmen. Und wenn wir dann uns zum Schlafen begeben, dann sollten wir uns wünschen, dass wir auch am nächsten Tag alle Handlungen, die wir tun, zum Wohle aller Wesen tun mögen. Und die positive Energie, die wir dadurch schaffen, wird uns dann auch durch den Schlaf tragen und den Schlaf positiv gestalten.
If you dedicate all the positive potential that you've built up as a root to ripen into your achievement of enlightenment, then this potential will continue to endure until that enlightenment is actually reached. So it will be something which will be long-lasting and not exhaust until it's the goal that it's dedicated for, namely your enlightenment to be able to benefit everyone, has been reached. So it's important to dedicate your positive potential in a very far-reaching manner like this. Wenn wir uns angewöhnen, unsere Motivation immer zum Wohle aller Wesen sein zu lassen und alle Handlungen daran ausrichten, dann wird diese Motivation zur Wurzel oder zur Ursache für die Erlangung, für die tatsächliche Erlangung der Erleuchtung. Es ist also sehr wichtig, dass alle Handlungen, die wir tun, wir daraufhin ausrichten, dass sie zur Ursache wird, uns tatsächlich zur Erleuchtung, zum Wohle aller Wesen zu bringen. Und dann erreichen wir auch dieses Ziel und können Erleuchtung erlangen, das heißt zum Wohle aller Wesen wirken. Now, the dedicated heart of bodhicitta actually has two levels. When you simply wish or aspire to achieve a state of enlightenment as a Buddha in order to be able to help everybody, this is known as the aspiring type of dedicated heart. So there's both an aspiring type and an involved type of dedicated heart. Es gibt nun zwei Arten des hingebungsvollen Herzens von Bodhicitta, die wir entwickeln können. Die Stufe, wo wir uns wünschen, dass wir in der Lage sind, alle Handlungen zum Wohle aller Wesen zu begehen, das ist die Wunschstufe des hingebungsvollen Herzens, und es gibt dann auch die Stufe des tatsächlichen hingebungsvollen Herzens. And the involved type of dedicated heart is the state of mind with which you feel that it's not enough simply to aspire to achieve enlightenment, to be able to benefit everyone, but that you have to actually enter into all the practices of a dedicated being or bodhisattva, which will actually bring you to this state. So your heart is completely involved in the practices to bring you to enlightenment, and the practices which will benefit everyone, which are abbreviated into what's known as the 6 far-reaching attitudes or perfections, and the 4 ways of being a positive influence on others. Die Stufe des tatsächlichen hingebungsvollen Herzens erlangen wir dann, wenn wir einsehen, dass es nicht ausreicht, dass wir uns lediglich wünschen, dass wir zum Wohle aller Wesen handeln mögen, sondern wenn wir tatsächlich anfangen, alle diese Übungen und Praktiken, die uns tatsächlich zu diesem Zustand hinbringen, auch ausüben, wenn wir die Handlungen zu praktizieren versuchen, die uns zu diesem Zustand, wo wir allen Wesen helfen können, bringen. Und diese tatsächlichen Übungen, die kann man zusammenfassen in einmal die 6 weitreichenden Haltungen und die 4 Haltungen, die einen positiven Einfluss auf andere mit sich bringen. And the attitude with which you wish to train yourself in all of these is known as the involved type of dedicated heart. Und die Haltung, mit der wir uns wünschen, diese Handlungen vollbringen zu können, die nennen wir die tatsächliche Haltung des hingebungsvollen Herzens. An example for understanding the difference between these 2 types of heart would be, for instance, if you thought to go to India, merely the wish to go would be the aspiring type of heart. Und ein Beispiel für diese beiden Ebenen des hingebungsvollen Herzens, wenn wir zum Beispiel den Wunsch haben, nach Indien zu gehen, dann würde dieser Wunsch alleine
der Wunschstufe des hingebungsvollen Herzens entsprechen. Tati ro sambatang pengi yomare teban roya tin paase da namru ta tinde tritimum pandoya chiatela then state jusum chutiri rolis. But it's not enough simply to wish to want to go to India. You actually have to involve yourself in the various steps for getting there. You have to obtain a visa, you have to get a plane ticket, make a reservation, and so forth. And when you involve yourself in this process, this is similar to the involved type of heart. Aber es reicht nicht aus, dass wir uns nur wünschen, nach Indien zu kommen. Wenn wir dann anfangen, uns wirklich um die Vorbereitungen zu kümmern, wenn wir versuchen, ein Visum zu bekommen, wenn wir ein Flugticket bestellen, eine Reservierung machen lassen, dann würden diese Handlungen der Stufe des tatsächlichen hingebungsvollen Herzens entsprechen. And as for the ways in which you train yourself with this attitude, the first is to develop a giving attitude. Was dann die Methoden angeht, mit denen wir uns in diesen Haltungen üben, so ist die erste, die Haltung des Gebens zu entwickeln. Generosity, or a giving type of attitude, is the attitude with which you are willing to give everything to others. Die Haltung des Gebens oder der Großzügigkeit beschreibt unseren Wunsch zu geben, allen zu geben. Whatever type of things that we have in this lifetime which we enjoy, all our possessions and so forth, all of these things are the result of the generosity that we've practiced in previous lives. Alle diese Dinge, die wir besitzen, wie materielle Dinge und so weiter, sind alle Ergebnisse von Großzügigkeit im früheren Leben. And in general, there are many objects to whom you can give. You can offer things up in a giving manner to the Buddhas, and likewise you can offer things to others who are in need, for instance the sick, the poor, and the needy. Es gibt nun verschiedene Objekte, denen gegenüber wir Großzügigkeit erweisen können. Wir können zum einen Gaben den Buddhas darbringen, oder wir können Gaben denen, die es benötigen. Wir können den Armen, den Kranken und den Bedürftigen geben. For instance, you can offer to someone who's in a very difficult and unpleasant situation, you can offer them something which is very pleasant. Wir können zum Beispiel jemandem, der sich in einer sehr unangenehmen Situation befindet, etwas sehr Angenehmes geben. There was an example from a previous lifetime of the Buddha when there was a hungry tigress who was in a very difficult situation with her cubs, and the previous life of the Buddha, he was willing to give up his body to feed the hungry tigress. Body, after all, is something that we cherish the most, and the Buddha had such a giving attitude that he was willing to feed himself to the hungry tigress. This is a well-known account. Es gibt eine Geschichte aus einem früheren Leben des Buddha. Es gab da eine Tigerin, die mit ihren Jungen in einer sehr schwierigen Situation war. Die Jungen waren fast am Verhungern, und der Buddha gab in dieser Inkarnation sich selbst, also seinen Körper zum Fraß
für die Tigerin, damit sie ihre Jungen ernähren konnte. Und der Körper ist doch etwas, was wir alle ganz sehr, sehr lieben, woran wir alle sehr hängen. Und dies gab der Buddha dar, damit die Tigerin ihre Jungen ernähren konnte. The second far-reaching attitude is to keep a strict moral discipline. Die zweite weitreichende Haltung ist das strikte Einhalten einer Ethik oder einer von Moral. And this refers to the ethical discipline of, for instance, holding yourself back from killing, taking the life of other creatures or beings, and holding yourself back from acting in any of the 10 destructive manners. This is what ethical discipline is about. Ethik heißt in diesem Fall, dass sich enthalten von Handlungen wie Töten, das heißt, man enthält sich der Handlung, anderen Wesen das Leben zu nehmen, man enthält sich des Stehlens, man enthält sich aller unheilsamen Handlungen, aller zerstörerischen Handlungen. Das nennt man Ethik. If you don't have any type of ethical self-discipline, then there's no way that you can achieve a rebirth as a human being or as a god. And so therefore it's very important to keep strict ethical self-discipline if you wish to continue with a good rebirth. Ohne eine strikte ethische Selbstdisziplin ist es nicht möglich, eine Wiedergeburt als Mensch oder als Gott, also eine höhere Wiedergeburt zu erlangen. Und deswegen ist es sehr wichtig, eine strikte ethische Selbstdisziplin zu bewahren. If you practice generosity but do not have any type of ethical self-discipline, then the result of this is a rebirth which will not be one as a human being, but we will be reborn, for instance, as an animal that will have a great deal of material possessions. From the giving attitude, you get this material possessions, but because you had no self-discipline, no ethics, then you're not reborn as a human, but as an animal. And there are many animals that have a lot of possessions that they hoard. Wenn wir Großzügigkeit praktizieren, ohne ethische Disziplin zu halten, dann erlangen wir keine menschliche Wiedergeburt, sondern zum Beispiel eine Wiedergeburt als Tier, das sehr viele materielle Besitztümer hat. Es gibt sehr viele Tiere, die viele materielle Besitztümer haben, und das ist das Ergebnis von Großzügigkeit ohne das Einhalten einer strikten Disziplin. The third thing is to build up tolerance and patience as a beneficial habit of mind. Das nächste, was wir als nützliche Haltung des Geistes aufbauen sollten, ist Toleranz und Geduld. If you don't have tolerance and patience, then you will get angry, and when you get angry, it completely devastates and destroys whatever positive potential and energy you've been building up. You've been building it up, but when you get angry, it completely destroys it, like, for instance, having an exposed film and taking it through an X-ray machine at an airport, it erases the film. Ohne Toleranz und Geduld werden wir zornig und ärgerlich. Und wenn wir zornig und ärgerlich werden, dann zerstören wir damit das positive Potenzial, was wir aufgebaut haben. Das Bild, was dafür herangezogen wird, ist, wenn wir einen belichteten Film unter einen Röntgenapparat oder einen zum Beispiel halten, dann geht er eben kaputt. Once you get angry, it's very difficult to just immediately calm back down, but you should train yourself to
think about all the disadvantages that follow from getting angry, and in this way you will help yourself, or you'll help prevent yourself from losing your temper. Wenn wir ärgerlich sind oder zornig sind, dann ist es sehr schwer, sofort sich wieder zu beruhigen. Wir sollten aber dennoch versuchen, über die Nachteile von Ärger nachzudenken, und das wird uns helfen, unser Temperament etwas zu zügeln. Ja, denn so kam hat den bewohnt, nur wir läge wohnt. Ja, die dann sind mir wurde, hat Chennai bewegen do. Tinde kondu ja yoris. There are some type of people whose disposition is such that due to previous habits and instincts that they've built up in the past, they have a strong tendency always to be unhappy and miserable, and always to lose their temper and be angry. This does exist. Es gibt Menschen, die aufgrund von Instinkten und früheren Gewohnheiten eben die Gewohnheit jetzt herausgebildet haben, sehr leicht sich schlecht zu fühlen, sich negativ zu fühlen und in Wut zu geraten. Und they're very angersome people that all the time they lose their temper. Such type of things ja, solche occur. Wesen gibt es eben. Today you don't know, then Rishi Persako Mikwa, today Kondu youth part young and Wujan, then Mikwa part. Tell Mummy Wujan, part youth part and Wujan, then, yeah, today Kondu Million hang And if that type of situation arises in which you are always angry and always frustrated in a certain situation, or you meet a certain type of person or object or whatever it is that always annoys you, sometimes it can be very helpful to leave that area where you're staying and completely avoid whatever it is that always makes you angry. So in this way, by not coming into contact with the thing that always is making you angry, this can be very helpful in helping you get over such an angry temperament. Wenn wir sehr dazu neigen, unser Temperament zu verlieren, also in Wut zu geraten, dann wird es uns sicher sehr leicht passieren, wenn wir bestimmte Menschen treffen, die uns oder Situationen antreffen, die uns ärgerlich machen, dass wir eben dann ärgerlich werden und in Wut geraten. Und in einer solchen Situation ist es sehr hilfreich, wenn wir Bedingungen und Personen, die uns in Wut bringen, einfach vermeiden. Likewise, there are various causes which make you angry, and it's best not to think about it. It's best not to poke around and always try to investigate the causes for your anger, but best to just forget about it and not give it any thought. And the reason for this is that when you have various types of learning, if you don't think about it, you then forget what you've learned. And likewise, when you don't think about your anger, likewise you'll forget it. Eine andere Methode ist, es gibt sehr viele Ursachen für Ärger, und wir sollten versuchen aufzuhören, über diese Ursachen nachzudenken und dauernd uns Gedanken zu machen über das, was uns ärgerlich machen könnte. Und im Laufe der Zeit vergessen wir denn das. Das ist genauso, wie wenn wir irgendetwas gelernt haben und dann lange nicht mehr es wiederholen und daran denken, dann vergessen wir das auch. Und genauso sollten wir es machen mit den Ursachen, die uns zum Ärger bringen. And if you're able to overcome your anger in this way, so that you never become angry, you never lose your temper in any situation, then you'll find that everyone will like you and admire you and say, what a wonderful person, this person never loses their temper. Und wenn es uns gelingt, diese Methoden zu praktizieren und wir zu einer Person werden, die
gelassen und ruhig ist und die man nicht aus der Ruhe bringen kann und die nie ärgerlich wird, dann werden uns alle Leute ungeheuer nett finden und sympathisch und sagen, welch eine nette Person ist das. Sie werden uns bewundern und das alles nur deswegen, weil es uns gelingt, nicht ärgerlich zu werden. If you don't manage to control your anger, but you always give into it, then you'll find that you're going to become angry even at the slightest thing. Someone's going to say to you, you have a funny nose, and you'll just immediately explode in anger. Und wenn wir unser Temperament nicht zügeln können und uns über alles und jedes ärgern, dann wird selbst eine kleine Bemerkung wie du hast eine komische Nase uns total in Rage bringen und wir werden vor Wut explodieren. If you become angry, then you are not able to maintain any type of harmony or balance with others, and then you won't be able to accomplish anything that you wish to set out to do. If you want to accomplish your purposes, you need to have a harmonious relation with others, and you'll never get that if you're always angry with others. Und wenn wir immer auf andere ärgerlich sind und nicht in Harmonie mit ihnen leben, dann durch diese gestörte Harmonie sind wir nicht in der Lage, irgendetwas zu vollbringen. Denn um irgendein Werk vollbringen zu können, um irgendeine Arbeit zu schaffen, brauchen wir eine harmonische Beziehung zu anderen. Und wenn wir die nicht haben, dann können wir nichts schaffen. If you're able to have harmony with others that you're working with, then you'll be able to accomplish great things. You'll be able to build up a strong working force with others if you have a harmonious relation. Wenn wir in einer harmonischen Beziehung mit anderen leben, dann werden wir sehr viele Dinge schaffen können, dann werden wir sehr viel Arbeitskraft aufbauen können aus dieser harmonischen Beziehung mit anderen. The next far-reaching attitude is that of positive enthusiasm, which is the feeling of enthusiasm and happiness about doing something positive. Die nächste weitreichende Haltung, die wir entwickeln sollten, ist die Haltung der positiven Begeisterung oder der positiven Ausdauer, mit der wir gerne positive oder aufbauende Handlungen begehen. If you just work very hard and put a great deal of effort into ordinary worldly matters, that's not called positive enthusiasm. Wenn wir sehr viel Anstrengungen machen für einfach weltliche Angelegenheiten, so wird das nicht positiver Enthusiasmus oder positive Begeisterung oder positive Ausdauer genannt. But if you put a great deal of work and effort into spiritual matters and training, that's what's called positive enthusiasm. Wenn wir aber sehr viel Arbeit in geistige Übungen stecken, uns auf geistigen Wege sehr betätigen, dann wird das positive Ausdauer oder positive Begeisterung genannt. The opposite of positive enthusiasm is what is known as laziness. Das Gegenteil von positiver Ausdauer oder positiver Begeisterung nennen wir Faulheit. There are three different types of laziness. Es gibt 3 Arten von Faulheit. First, there's a feeling, the type of laziness, which is a feeling of inadequacy. Die erste Art der Faulheit ist ein Gefühl der Unzulänglichkeit. For instance, you look at all these marvelous deeds that the dedicated beings have done in terms of feeding their bodies to others and so on, and you feel totally inadequate and you feel that I can't possibly do something like that, and that's known as a feeling of inadequacy. It's a type of laziness
And it is a type of laziness because if you train, if you practice, you actually can reach that point where you can do such things. Dieses Gefühl der Unzulänglichkeit besteht zum Beispiel dann, wenn wir uns die wunderbaren Taten anschauen, die alle diese hochentwickelten Wesen begehen, wie zum Beispiel ihren Körper als Speise für andere Wesen zu geben und dann denken, das schaffe ich sowieso nie und das gelingt mir sowieso nie und das kann ich gar nicht, dann wird das eben Faulheit genannt. Und zwar deswegen, weil es uns daran hindert, diese Fähigkeit zu entwickeln. Denn wenn wir Anstrengung aufwenden, wenn wir Energie aufbringen und diese Übungen praktizieren, die wir gelehrt bekommen, dann sind wir in der Lage, solche Haltungen zu entwickeln, mit denen wir unseren Körper eben zur Speise geben können. Denn Gilubelelus, denn 당분 나왔지니 집에 앞사제 후다부다제 로징 데네 간도로 유시한 길루거스. 근데 진짜 지금 무슨 것도 내가 하리는 타게 그랬어. Then the second type of laziness is the laziness of giving up. And this is when you set out to do something positive. You work like a fanatic for a few weeks or a month or so, and then you don't accomplish what you want to do, and then you give it up. This is a form of laziness, and it's important not to have that type of attitude, but to persevere with a steady type of effort and not give up. Die zweite Art der Faulheit ist das Aufgeben. Und das heißt, wenn wir irgendeine positive Handlung begehen oder etwas Positives tun und das dann ganz fanatisch für 1-2 Wochen oder einen Monat tun und dann schaffen wir das nicht so richtig und dann geben wir auf und hören auf, das zu tun. Das ist auch eine Art der Faulheit, weil wir uns daran hindern, eben beständig und mit Ausdauer an einer Sache zu arbeiten. Denn wenn wir das tun, dann werden wir auch die entsprechenden Resultate erlangen. Then 치슈길레로 생이 제조, 능이 제조서 다 된대기는 지금스. 이시라도 비어스. Then the next type of laziness is the laziness of procrastination, of always putting things off till tomorrow. You feel that, well, I'll do it tomorrow or the next day, and you constantly put it off. And this is an extremely poor attitude. Die nächste Art der Faulheit ist das Aufschieben. Wir sagen die ganze Zeit, ja, das werde ich morgen machen, morgen fange ich damit an. Und das ist eine sehr, sehr armselige Haltung, weil wir damit überhaupt nichts geschafft haben. If a person is lazy, then it's going to be very difficult for them to develop any good qualities, for them to gain any learning or to master anything. Laziness by nature might seem to be something that isn't doesn't have such a great fault attached with it, but actually it's something which is an extremely negative thing because it makes us waste our entire life. Faulheit ist eine sehr negative Haltung, denn sie hindert uns daran, positive Qualitäten zu entwickeln, überhaupt positive Haltungen zu entwickeln. Und wir mögen zwar denken, dass Faulheit an sich eigentlich noch nicht so etwas Schlechtes ist, aber es ist eine sehr, sehr negative Haltung, weil sie uns dazu bringt, unser ganzes Leben zu verschwenden. And therefore it's extremely important to develop an attitude of positive enthusiasm. In the past, there was a great master called Dromdumba, who was an emanation of Chenresi or Avalokiteshvara, and he had a wholehearted commitment to a spiritual master and served him very sincerely, the master called Sedzumba. Es ist also sehr wichtig, dass wir Faulheit überwinden und diese Haltung der positiven Ausdauer oder der positiven Begeisterung in uns entwickeln. Es gibt da nun eine Geschichte, es war einmal ein Meister in Tibet, der hieß Dromdönpa, und er hatte einen Lehrer. He was an emanation of Chenrezig. Ja, er war eine Manifestation von Chenrezig oder Avalokiteshvara. Und er diente his master, Sedzumba. Ja, und er diente seinem Meister Sedzumba. Sedzumba. Then Gangbe Chegudu, Guani, Chago, Mato, Gavel Shochkin, those places in And the way that he would practice is he would sit
and with his feet he would soften the leather hides of his master, and with his hands he would churn the milk, and with his back he would rock back and forth to make yogurt, and then he would put his textbooks just to the side of him as he was doing all of this, and he would study in that manner with great enthusiasm. Also die Art und Weise, wie er praktizierte, dass er also mit allen Körperteilen irgendetwas machte, also mit den Füßen. What did he do with his feet? He would step up and down on the leather hides to soften the skins of animals. You want to soften them, you step up and down on it. Ja, also mit den Füßen trat er auf Tierhäute, um sie weicher zu machen. With his hands he churned the milk. Also mit der Hand machte er Butter. Churning the milk, and with his back he would rock back and forth to make yogurt. Und mit dem Rücken ging er von nach vorne und zurück und machte Joghurt, und nebenan hatte er seine Texte liegen und studierte noch. And when Atisha came to Tibet, and he met Dromdumba, and he asked him about what he had done in the past, and Dromdumba explained this. Then he said, out of all the spiritual practices that you did, the most positive was to this type of service that you did, this type of action. Als Atisha, der große Lehrer, dann nach Tibet kam und Dromdumba traf, fragte er ihn nach seiner Praxis, und Dromdumba erzählte, was er so tut. Und dann sagte Atisha, von all seinen Übungen, die er tut, seien die Dienste, die er seinem Lehrer erwiesen hat, die besten, die hervorragendsten. So if you are a very capable and competent person, then you should be able to you'll be able to do both worldly type of activity and spiritual activity very well. But if you are an incompetent person, then you won't be able to do either. Wenn wir eine sehr fähige Person sind, dann werden wir in der Lage sein, sowohl weltliche Dinge als auch eine spirituelle Praxis, also beides zusammenzutun. Und wenn wir eine unfähige Person sind, können wir keines von beiden schaffen. Therefore, I'm very happy to see people like yourselves who hold jobs and work during the day, and in the evenings come to various spiritual teachings and activities. This is something which makes me extremely happy to see. Deswegen bin ich sehr froh, also euch alle hier zu sehen, die ihr am Tag eurer Arbeit nachgeht und abends zu diesem Vortrag oder zu anderen spirituellen Aktivitäten kommt. Das macht mich sehr, sehr glücklich. The next one is the next far-reaching attitude is one of having constancy of mind. You need to develop a state of mind which has concentration and mental constancy. Die nächste weitreichende Haltung, die wir entwickeln sollten, ist die der geistigen Beständigkeit. Wir sollten eine Haltung entwickeln, wo wir konzentriert sind und beständig. So what is required is a certain method to settle your mind, and this is done by focusing on an object of concentration, and whatever type of object you do, then you do a type of meditation of fixating and focusing on that object, and you should choose an object carefully, and then whatever object you have, don't change it, but try to settle your mind in a focused state on that object. And if you practice correctly, you can gain a serenely settled state of mind with total concentration within 6 months. Wir sollten also geistige Beständigkeit entwickeln, und die Methode, das zu tun, ist, wir wählen uns ein Objekt, egal was für ein Objekt es auch sein mag, und fixieren unsere Aufmerksamkeit auf dieses Objekt.
Und wenn wir das mit großer Ausdauer tun und unser Objekt nicht verändern, sondern wenn wir einmal das Objekt gewählt haben, bleiben wir bei diesem Objekt und dann wird es uns gelingen, einen äußerst ruhigen Zustand des Geistes zu erlangen, eine große Konzentration und und das alles, wenn wir das mit großer Konzentration tun, kann uns gelingen schon in 6 Monaten. When you start to meditate or try to build up beneficial habits of the mind through learning to concentrate, you should have just very short but frequent sessions. So you should have, for instance, something like 18 short sessions a day, and then your practice will go well. Wenn wir diese Praxis tun, dann sollten wir als Anfänger sehr kurze Sitzungen machen. Wir sollten vielleicht so etwas wie 18 5-Minuten-Sitzungen am Tag machen und dabei dieses Objekt fixieren. We do all sorts of recitation practices of various deities. We try to gain visions of them and to actualize the deity, but we don't succeed. And the reason that we don't succeed is because we don't have a serenely settled state of mind. We don't have concentration. Wir machen alle recht verschiedene Praktiken. Wir versuchen über Gottheiten zu meditieren. Wir versuchen eine Vision dieser Gottheit zu erlangen. Aber wir haben keinen Erfolg damit. Und wir haben deswegen keinen Erfolg damit, weil wir diesen ruhigen Zustand des Geistes nicht haben, weil wir keine Konzentration entwickelt haben. You sit and try to recite a rosary of Om Mani Padme Hum, and although your body is there, in your mind you're going all over the place and wandering throughout your recitation. Wenn wir zum Beispiel versuchen, eine Mala oder einen Rosenkranz von Mantras Om Mani Padme Hum zu rezitieren, dann sitzt zwar unser Körper hier, aber unser Geist, der wandert überall herum. There was a person who always used to forget what he was doing. He'd forget everything in his business affairs, and when that would happen, he would tell people to wait a second, I'll sit down and start saying my prayers, and then I'll remember. Es gab da eine Person, die vergaß immer ihr ganzes Geschäft und konnte sich an keine Einzelheiten erinnern. Und wenn dann Leute kamen und etwas wissen wollten, dann hat er es vergessen. Und dann sagte er immer, wartet einen Moment, ich setze mich hin und spreche meine Gebete, ich nehme meine Rosenkranz, dann wird mir das schon einfallen. Und nach kurzer Zeit hatte er dann die ganzen Geschäftsangelegenheiten erinnert. So it's important to be very strong and be very determined that you're going to, for instance, say a whole rosary of Om Mani Padme Hum, and that during that entire time you're not going to allow your mind to wander at all. And if you can do this, you will reap many great benefits from this practice. Wir sollten also uns hinsetzen und uns ganz fest entschließen, wenn wir zum Beispiel eine Mala oder einen Rosenkranz von Mantras sprechen wollen, dass wir jetzt nur dies machen und unserem Geist nicht erlauben, irgendwo hinzugehen. Und wenn wir diese Praxis durchhalten, wenn wir das tun können, werden wir sehr viele positive Ergebnisse davon erhalten. If you can develop a serenely settled state of mind, then whatever type of positive thing you want to put your energies into, you'll immediately be able to send your mind in that positive direction. Wenn es uns gelingt, diesen äußerst ruhigen Zustand des Geistes zu erlangen, dann können wir unseren Geist auf alle Dinge, die wir tun wollen, sofort und vollständig konzentrieren.
And if you can develop a serenely settled state of mind, then it's on this basis that you'll be able to develop extrasensory perception. You won't be able to have any type of ESP unless you have a serenely settled mind. Und wenn wir diesen äußerst ruhigen Zustand des Geistes entwickeln können, dann ist es auf dieser Grundlage dieses äußerst ruhigen Geisteszustandes, dass wir außersinnliche Wahrnehmung entwickeln können. Es ist überhaupt nicht möglich, außersinnliche Wahrnehmung zu entwickeln, wenn wir nicht diesen äußerst ruhigen Zustand des Geistes vorher entwickelt haben. So if you can develop a serenely settled state of mind, it's like having a great airplane at your disposal. Whatever positive thing you want to set your mind out to do, it will immediately go there with great force and energy. And wherever you want to set your mind down, it will just stay there and be immovable. Dieser völlig ruhige Zustand des Geistes kann verglichen werden mit einem Flugzeug, das wir haben. Wo immer wir hingehen wollen, wir können sofort dahin gehen. Und wenn wir irgendwo bleiben wollen, dann stehen wir unbeweglich. And even if you develop a serenely settled state of mind, and in addition you develop an exceptionally perceptive mind as well, mind of vipassana, that by itself is not sufficient, because your mind has to be both serenely settled and exceptionally perceptive and aimed at reality. So it's necessary to develop discriminating awareness with which you understand reality or voidness, the absence of all fantasized ways of existing, and this brings us to the sixth far-reaching attitude, which is a far-reaching attitude of discriminating awareness or wisdom. Wenn wir diesen äußerst ruhigen Zustand des Geistes erlangt haben und dann den besonders wahrnehmungsfähigen Geist oder auch Vipassana genannt entwickeln, dann reicht es noch nicht aus. Wir müssen diese beiden Haltungen des äußerst ruhigen Geistes und des Geistes mit Klarblick auf die Wirklichkeit richten, und dabei entwickeln wir die unterscheidende Achtsamkeit, die in der Lage ist, Wirklichkeit zu verstehen, das heißt auch die Leerheit zu verstehen, und damit kommen wir zur sechsten heilsamen oder zur sechsten weitreichenden Haltung, die wir entwickeln sollten. Das ist die Weisheit des Verstehen von Leerheit. So this discriminating awareness is the awareness with which you understand that there's no such thing as a true identity for yourself, or any self. And when this type of statement is made, you should understand that what's being denied is a fantasized thing, namely that people or yourself has a true findable identity, but it's not denying that there are persons and there's a self in general. It's just denying that there's a true findable, concrete identity. Diese unterscheidende Achtsamkeit richtet sich also auf das Verständnis von Leerheit, und das Verständnis von Leerheit bedeutet die Abwesenheit aller fantasierten Vorstellungen. Das heißt, die Abwesenheit eines Konzeptes, eines selbst existierenden Ichs oder Selbst von uns, also es bedeutet die Abwesenheit dieser Selbstexistenz von uns und von den Dingen. Das heißt aber nicht, dass es keine Dinge oder keine Personen gibt. Es bedeutet nur die Abwesenheit dieser Fantasien über ein Selbst von Dingen und Menschen, das aus sich selbst heraus existiert. When you
나초 나라초 나이 뭐라고 될 탄여 비교 나 찍는 거 나초스 야 탄여 비교만 이만 나초 가정나 쓰는 거 가정나 간데 쓰는 거라서는 나 품을 때는 마다가 나 승에 집에는 파마다가 주도도 도용 거 이매버 유명한 탄여 담보라도 이제 그래서 디퍼선 공연용 개화전 대원년 되는 거라도 파도 진 세세제 아주 어려워 뒤요 뒤 가고 말이 이 메시지요 다 보세요. It's very important to try to differentiate correctly two types of eyes. There are two types of eyes that appear, I or self that appears. There's the self which is just the conventional, ordinary self, and then there's the self which is completely fantasized and to be refuted. And if you don't differentiate these two carefully, then you're going to get into a lot of trouble. The conventional self is the self that just goes back and forth. I eat, I walk, I do negative things and then experience problems from them. I do positive things and I experience happiness. It's just this regular I. It's a conventional self. But in addition, there's a fantasized type of I, which is an I that exists concretely from its own side, that doesn't exist merely as what can be imputed on the aggregate factors of your experience, but seems to stand out there all by itself, independent of everything else. That's something which is a total fantasy and is to be refuted, but not the conventional, ordinary I of I walk around and I do things. Es gibt nun zwei Arten von Ich, die wir sehr genau unterscheiden müssen, sonst schaffen wir uns hier viele Probleme. Es gibt zum einen dieses Ich, das konventionelle Ich, was geht und Dinge tut. Also ich gehe, ich spreche, ich esse. Das ist das Ich, das zum Beispiel negative Handlungen begeht und dann die negativen Ergebnisse dieser Handlungen erfährt. Dieses Ich, das existiert. Das andere Ich ist das fantasierte Ich. Das ist das Ich, was aus sich selbst heraus existiert, was mehr ist als diese Benennung dieser 5 Anhäufungen, die unsere Person ausmachen. Und dieses Ich, das existiert nicht. Wir sollten aber genau unterscheiden, dass dieses konventionelle Ich, was eben geht, steht, Dinge tut, dass das existiert. Therefore, on the basis of this precious human life that we have, we should try to develop this discriminating awareness with which we understand that there's no such thing as true findable identities and so on. And likewise, we should develop try to develop, in addition to this, a dedicated heart of bodhicitta, in which we're fully dedicated to others and to achieving enlightenment, and have a kind and warm heart for others. These are things we should try to do on the basis of our precious human life. Auf der Grundlage unseres kostbaren menschlichen Lebens sollten wir versuchen, diese unterscheidende Achtsamkeit zu entwickeln, die diese selbst existierende Identität von Dingen und Menschen widerlegt. Und wir sollten darüber hinaus diese hingebungsvolle Haltung eines offenen und warmen Herzens, die hingebungsvolle Haltung von Bodhicitta entwickeln. Und das alles können wir tun auf der Basis oder auf der Grundlage unseres kostbaren menschlichen Lebens. Wir sollten also auf dieser Grundlage die Haltung entwickeln, zum Wohle aller Wesen zu handeln. If you have this discriminating awareness with which you understand voidness, the total absence of all fantasized ways of existing, then you can eliminate all your problems and gain a state of liberation from all difficulties. Wenn wir diese unterscheidende Achtsamkeit erwerben, die Leerheit versteht, die Abwesenheit aller fantasierten Projektionen, aller fantasierten Vorstellungen über Dinge und Menschen überwindet, dann wird es uns gelingen, uns von allen Problemen zu befreien und Erleuchtung zum Wohle aller Wesen zu erlangen.
But if in addition to this you have a heart which is totally dedicated to others and to achieving a state of total clear-mindedness and full involvement, it's dedicated to achieving the state of a Buddha, then you actually will be able to achieve that state of a Buddha. Wenn wir also zu dieser unterscheidenden Achtsamkeit, dieses warme Herz von Bodhicitta entwickeln, dann wird es uns wirklich gelingen, Buddhaschaft zu erlangen und zum Wohle aller Wesen zu handeln. So having achieved a precious human life, you should try your hardest and your best to practice these two things. Mit der Erlangung unseres kostbaren menschlichen Lebens sollten wir also versuchen, diese beiden Haltungen zu entwickeln. Because if you simply use your life in the pursuit of material things and constantly are after more and more material possessions in this life, you never will feel that you have enough, and you'll always be dissatisfied. Therefore, it's very important to develop an attitude with which you are satisfied with what you have and aren't always seeking for more and more without any end. Wenn wir unser kostbares menschliches Leben nur dazu verwenden, materielle Dinge anzuhäufen, so werden wir nie genug erlangen. Wir werden immer das Gefühl haben, unzufrieden zu sein mit dem, was wir haben. Es ist von daher sehr wichtig, dass wir die Haltung der Zufriedenheit mit den Dingen, die wir besitzen, entwickeln. You should know when enough is enough. Wir sollten also wissen, wann es genug ist. If you have no concept of or feeling for when you've had it, when it's enough already, then even if you were to have all the possessions and wealth of the entire world, you would still feel that it wasn't enough and you would want more. Wenn wir nicht das Gefühl entwickeln, wann es genug ist, dann werden uns selbst die gesamten Schätze der ganzen Welt nicht zufriedenstellen können. Dann werden wir selbst dann, wenn wir alles besitzen, immer noch das Gefühl haben, ich möchte noch mehr. If you have some type of food which you consider extremely delicious and you like very much, but you have no idea of when enough is enough, then you eat so much of it it'll make you sick and throw up. Wenn wir zum Beispiel ein Essen haben, was wir sehr lieben und aber kein Gefühl dafür entwickelt haben, wann genug ist, dann werden wir so viel essen, dass es uns schlecht wird und wir uns ergeben müssen. So you should learn to have some satisfaction, to feel satisfied, to know when enough is enough, and to have thoughts to help others and never hurt anyone, and try your best to practice to have a warm and kind heart, and say Om Mani Padme Hums, and to practice like this will make your life very meaningful. Wir sollten also ein Gefühl der Zufriedenheit entwickeln, wir sollten ein Gefühl entwickeln, wann es genug ist, und sollten den Wunsch entwickeln, anderen Wesen zu helfen und niemand zu schaden und und wir sollten ein warmes und offenes Herz für andere entwickeln und viele Om Mani Padme Hum Mantras sagen, und all das ist ein sehr sinnvoller Gebrauch unserer menschlichen Existenz. So don't waste your life in just being involved in trying to accomplish trivial things, but try to accomplish something very great, work to bring about benefit in all your future lives. Wir sollten also unser Leben dann nicht dazu verwenden, irgendetwas Gewöhnliches oder Triviales zu schaffen, sondern wir sollten unser Leben dazu verwenden, anderen Gutes zu tun, und das ist eine sehr sinnvolle Art, anderen Wesen zu nützen, und auf diese Art sollten wir unser Leben gebrauchen. And the really main point of practice is to always have a kind and warm heart,
to always feel happy with others whenever you meet someone, to feel happy and pleased, and always to be kind. This is really the main point. Und der Kernpunkt der Praxis ist es, ein warmes, offenes Herz für andere zu entwickeln, sodass, wann immer wir jemanden treffen, wir warme und freundliche Gefühle haben. Dieser Punkt, das ist der Kernpunkt der ganzen Praxis. And never have any type of feelings or thoughts with which you would want to hurt or harm anyone. So getting rid of all harmful thoughts and developing thoughts of kindness and wishing to help others, these are the main points of practice. Wir sollten also keine Gefühle der Abwehr entwickeln oder dass wir anderen schaden wollen. Wir sollten uns bemühen, alle diese feindseligen Haltungen oder zerstörerischen Haltungen in uns zu beseitigen und die Haltung, anderen helfen zu wollen, aufzubauen. Diese beiden Punkte sind sehr wichtig. So if you're working like this for others, then to bring others to a great state, you'll find that you yourself will achieve enlightenment. You yourself will become a Buddha first. Wenn wir in dieser Weise für das Wohlergehen aller Wesen arbeiten, dann werden wir feststellen, dass diese Praxis, uns nämlich um andere zu sorgen, uns dazu verhelfen wird, Selbsterleuchtung zu erlangen. For instance, if you train yourself to have all good qualities and become very well educated and learned, then you yourself will first become a great official. Wenn wir selbst uns bemühen, eine gute Ausbildung zu erlangen, uns zu bilden, dann werden wir selbst den Nutzen erlangen, dass wir vielleicht Beamter werden. And then having achieved that powerful position and influential position, then you really will be able to help others effectively. Und wenn wir dann eine einflussreiche öffentliche Stellung erlangt haben, dann werden wir in die Lage versetzt, anderen wirklich effektiv zu helfen. So therefore it's important to take this dedicated heart with which you dedicate yourself to helping others and to achieving your fullest potentials. In order to be able to do so, to take this type of dedication as your basic practice. Wir sollten also dieses hingebungsvolle Herz entwickeln, mit dem wir anderen Wesen helfen wollen und anderen Wesen für ihr Wohlergehen helfen wollen. Diese Praxis sollten wir, oder dieses hingebungsvolle Herz sollten wir zum Kernpunkt unserer Praxis machen. And if each day you could constantly renew your dedication to always rededicate your heart over and again to others, over and again to reaching your fullest potential, over and again to wishing everybody to be free from their problems and everybody to be happy, then this would be extremely beneficial. Und wenn wir dazu in der Lage sind, jeden Tag dieses Versprechen zu erneuern, uns wieder und wieder zum Wohle aller Wesen hin entwickeln zu wollen, wenn wir uns bemühen, unser Potenzial völlig zu entfalten, wenn wir uns bemühen, alle Wesen von Leiden zu befreien und alle Wesen glücklich zu machen, dann ist das sehr, sehr gut. And when you hear about these various instructions about love and a dedicated heart, you should take this as personal advice and something that you should try to develop right now. You shouldn't think of it as something that is practice that's way off in the future and something very advanced that you'll never be able to get to. Und wenn wir diese Unterweisungen über Liebe und ein hingebungsvolles Herz hören, so sollten wir das als persönliche Anweisung für jetzt in diesen Moment nehmen und jetzt versuchen, diese Haltungen zu praktizieren. Wir sollten nicht denken, das sind irgendwelche hohen Praktiken, die ich jetzt sowieso noch nicht machen kann, irgendwann und schiebe sie irgendwann auch später auf.
For instance, when you first go to school, then immediately once you get there, you would start to learn how to write the alphabet, to start with the letter A. Wenn wir zum Beispiel in die Schule gehen, dann fangen wir schon am ersten Tag an mit dem Schreiben und versuchen, den Buchstaben A zu schreiben. And from there, you make progress. Und von da an schreiten wir fort. Therefore, by the same example, you should start from the beginning to dedicate your heart to others and to achieving your fullest potentials. Und genauso sollten wir in der Praxis anfangen. Wir sollten das hingebungsvolle Herz für andere entwickeln und diese Praxis wirklich von vorne anfangen. And if you rededicate your heart over and again in this way, then you will build this up as a beneficial habit of mind, and it will come naturally, so that this dedicated heart will be something very stable within you. Und wenn wir diese Praxis immer und immer üben, dann wird es uns gelingen, dieses hingebungsvolle Herz als nützliche, sinnvolle Übung unseres Geistes, als sinnvolle Gewohnheit unseres Geistes zu entwickeln, und dann irgendwann wird dieses hingebungsvolle Herz ganz natürlich und spontan da sein. Therefore, you should try to practice changing your attitudes concerning self and others. I thank you very much. Und wir sollten also anfangen, diese Praxis von Austausch von Selbst und anderen zu üben. Und ich danke euch allen sehr.